Hallo, heute zeige ich euch, wie man die kumulierten Wahrscheinlichkeiten von Bernoulli-Ketten mit der Taschenrechnerfunktion f von NPK berechnet. Los geht's! Was ist überhaupt eine Bernoulli-Kette? Das ist ein mehrmals ausgeführtes Zufallsexperiment, bei dem es bei jedem Versuch nur zwei mögliche Ergebnisse gibt, ja oder nein, und die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, Beispiel für ja, soll bei jedem Versuch gleich bleiben. Beispiel: Wenn man mehrmals würfelt und man sagt, die Augenzahl 6 soll ein Treffer sein und alle anderen Augenzahlen seien die Nicht-Treffer, dann gibt es bei jedem Versuch nur zwei mögliche Ergebnisse, nämlich wir kriegen eine 6 oder eben nicht. Und die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6 bleibt bei jedem Wurf gleich, nämlich ein Sechstel. Also ist das mehrmalige Würfeln mit dieser Augenzahl eine Bernoulli-Kette. Es soll nun berechnet werden, die Wahrscheinlichkeit in einer Bernoulli-Kette mit n Versuchen, k Treffer zu erhalten. Dafür gibt es die sogenannte Bernoulli-Formel, die ihr wahrscheinlich kennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau k Treffer bekommen, berechnet sich mit der Formel n über k, also Anzahl der Versuche über k Treffer, mal die Trefferwahrscheinlichkeit hoch k, mal 1 minus p hoch die restlichen Versuche n minus k. Beispiel: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei 10 Mal Würfeln genau 3 Mal eine 6 zu erhalten? Hier ist die Anzahl der Versuche n gleich 10. Die Trefferwahrscheinlichkeit, bei einem Wurf eine 6 zu bekommen, ist ein Sechstel. Und es ist gefragt, genau k, genau 3 Sechsen zu bekommen, also ist k gleich 3. Setzen wir diese Werte in die Bernoulli-Formel ein und dann können wir ausrechnen, 0,155 sind 15,5% Wahrscheinlichkeit, genau 3 Sechsen zu bekommen. Diesen Fall genau 3 Treffer zu bekommen, das nennt man eine Punktwahrscheinlichkeit, weil wir genau nur den einen Fall berechnen. Nun wollen wir aber mehrere Trefferanzahlen gemeinsam betrachten. Das nennt man dann eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, von lateinisch cumulare, anhäufen. Also zum Beispiel, wir fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens 3 Sechsen zu bekommen. Dann kann man das so schreiben, die Trefferzahl x soll kleiner gleich 3 sein. Das heißt, unsere Trefferzahl kann sein 0 Sechsen, 1 Sechs, 2 Sechsen oder 3 Sechsen. Insgesamt höchstens 3 Sechsen. Ein weiteres Beispiel für eine kumulierte Wahrscheinlichkeit wäre die Fragestellung, Wahrscheinlichkeit zu berechnen, weniger als 3 Sechsen zu bekommen. Das können wir schreiben mit p von x echt kleiner 3. Das wären also die Fälle, dass x 0, 1 oder 2 annimmt. 3 selbst ist nicht erlaubt. Und da x ja nur ganze Werte, ganze Zahlen annehmen kann, wäre 2 die größte Anzahl an Sechsen, die bei dieser Bedingung erlaubt ist. Oder es kann gefragt sein, dass wir mindestens 3 Sechsen bekommen. Mindestens 3 kann man mit größer gleich schreiben. Die 3 ist hier eingeschlossen und alles, was über 3 hinausgeht, mehr als 10 Sechsen können wir aber nicht bekommen, da wir ja insgesamt nur 10 Mal werfen. Oder wir fragen nach der Wahrscheinlichkeit, mehr als 3 Sechsen zu bekommen. Mehr als 3 kann man schreiben als größer 3. Das wären also die Fälle 4 Sechsen, 5 Sechsen und so weiter bis maximal 10. Und noch ein letzter Fall, die Wahrscheinlichkeit zwischen 3 und 5 Sechsen zu bekommen, wobei 3 und 5 einschließlich gemeint sind, also die sind auch erlaubt, lässt sich so schreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das x zwischen 3 und 5 liegt, also die Werte 3, 4 und 5 annehmen kann. So, das sind die wichtigsten 5 Fälle, die vorkommen können, wenn man eine kumulierte Wahrscheinlichkeit zu berechnen hat. Nun schauen wir uns mal an, wie man das berechnet. Die Wahrscheinlichkeit, höchstens 3 Sechsen zu bekommen, könnten wir ja folgendermaßen schreiben. P von x kleiner gleich 3 ist die Wahrscheinlichkeit, 0 Sechsen zu bekommen, plus die Wahrscheinlichkeit, 1 Sechs zu bekommen, plus die Wahrscheinlichkeit, 2 Sechsen zu bekommen, plus die Wahrscheinlichkeit, 3 Sechsen zu bekommen. Und jetzt könnten wir jeden einzelnen Summanden dieser Summe
durch eine eigene Bernoulli-Formel ausrechnen. Also erstmal für genau 0 Sechsen bekommen wir diesen Wert. Für genau eine 6 bekommen wir diesen Ausdruck. Für genau 2 Sechsen diesen. Für genau 3 Sechsen diesen. Und dann müssen wir noch alles zusammenzählen, um die Gesamtwahrscheinlichkeit für den Fall höchstens 3 Sechsen zu bekommen. Dann landen wir bei 93,03%. So, das wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit, höchstens 3 Sechsen zu bekommen. Das ist natürlich eine unheimlich aufwendige Rechnung. Mit diesen Fällen geht es noch, aber wenn wir höchstens 6 Sechsen zu berechnen haben, dann wäre das eine unheimlich lange Rechnung. Deswegen liefert unser Taschenrechner hierfür eine einfachere Funktion. Das ist die sogenannte f-Funktion. Die hat 3 Parameter. N ist die Anzahl der Versuche, p die Trefferwahrscheinlichkeit, k ist die Anzahl der Treffer, die wir berechnen wollen. Und die Schreibweise ist p von x kleiner gleich 3 ist dann die f-Funktion und hier steht das n, hier das p und hier das k. So, um diesen Wert zu berechnen, gehen wir auf dem Taschenrechner auf den Punkt Menü, dann erscheint dieses Menü. Wir wählen jetzt hier den Punkt 7 aus für Verteilungen und jetzt bekommen wir hier eine Liste von mehreren Verteilungen. Wir gehen mit dem Cursor noch einmal nach unten und in der nächsten Liste erscheint hier kumulierte Binomialverteilung. Die brauchen wir. Wir wählen den Menüpunkt aus und es folgt ein weiteres Menü. Wir können jetzt angeben, ob wir mit einer Liste oder mit Variablen arbeiten wollen. Hier haben wir 3 Variablen. Wir wollen also hier den Punkt 2 auswählen und bekommen jetzt hier ein Menü angezeigt, wo wir k, n und p eingeben wollen. Geben wir mal die Werte ein. K gleich 3, n gleich 10, p gleich 1 Sechstel, drücken auf ist gleich und bekommen das fertige Ergebnis 93,03%. Also das gleiche Ergebnis, wie wir vorhin von Hand bekommen haben. Das ist eine schöne praktische Funktion. Wir merken uns, die Funktion f von NPK berechnet die Wahrscheinlichkeit von p von x kleiner gleich k. Das ist wichtig. Unser Taschenrechner kann nur ein x kleiner gleich k berechnen. Also ein höchstens. Nun hatten wir uns vorhin aber noch die weiteren Möglichkeiten für eine kumulierte Wahrscheinlichkeit überlegt. Wie war es, wenn wir weniger als 3 Treffer berechnen wollen, also x kleiner 3? Hier müssen wir jetzt immer auf ein kleiner gleich umformen, weil unser Taschenrechner mit der f-Funktion nur ein kleiner gleich kann. X kleiner 3 kann man umformen in x kleiner gleich 2. Denn die 3 ist ja hier nicht mehr mit enthalten in unserem Berechnungsbereich, also dürfen wir nur von 0 bis 2 zusammenzählen. In unsere f-Funktion müssen wir nun eingeben n gleich 10. P nach wie vor 1 Sechstel, aber das k, das ist jetzt immer die Zahl, die hier hinter dem kleiner gleich steht. K ist jetzt 2 und damit liefert uns der Taschenrechner dann 77,52%. Der nächste Fall war, dass wir mindestens 3 Treffer berechnen wollen. Mindestens 3 ist ein größer gleich 3. Auch hier müssen wir dafür sorgen, dass wir ein kleiner Gleichzeichen hier bekommen. Und das gelingt mit Hilfe der Gegenwahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeit ist nämlich 1 minus das Gegenereignis. Und das Gegenereignis zu x größer gleich 3 ist x kleiner gleich 2. Warum? Hier sind alle Fälle 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter drin. Dann müssen hier die anderen Fälle drin sein, nämlich 0, 1, 2. Die 3 selbst ist hier drin, dann darf sie hier nicht drin sein. Deswegen dürfen wir nur bis zur 2 gehen. So, nun haben wir hier unser kleiner gleich stehen. Das heißt, diesen Wert können wir mit dem Taschenrechner berechnen. Wir schreiben also auf 1 minus, nicht vergessen. Und jetzt kommt unsere f-Funktion. Hier steht n gleich 10, p gleich 1 Sechstel und k ist 2, nämlich diese 2 hier. So, dann rechnen wir alles zusammen. Wir kennen übrigens den Wert schon von hier, das ist derselbe. Nicht vergessen, dass wir 1 minus diesen Wert berechnen müssen,
vergisst man in der Klausur manchmal. Also 1 minus 0,7752 gibt 0,2248. Nächstes Beispiel. Mehr als 3 Treffer. Echt größer 3. Müssen wir auch wieder dieses Zeichen umdrehen in ein kleiner Gleich mit Hilfe wieder der Gegenwahrscheinlichkeit. Die Gegenwahrscheinlichkeit dreht uns immer die Richtung dieses Relationszeichens um. Und hier haben wir jetzt ein x kleiner gleich 3. Warum ein kleiner gleich 3? Ja, hier haben wir die 3 gerade nicht mehr dabei. Wir starten erst mit der 4. Dann ist die 3 im Gegenereignis dabei. Also steht hier kleiner gleich 3. Den Punkt muss man sich immer gut merken, was für eine Zahl muss hier stehen. So, hier haben wir unser kleiner Gleich. Das können wir wieder mit der f-Funktion ausdrücken. Unser k ist in diesem Beispiel dann 3. Und dann können wir einfach das wieder mit dem Taschenrechner ausrechnen. Kommen wir auf 6,97%. Und noch der letzte Fall, dass wir die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen, zwischen 3 und 5 Treffern zu bekommen. Zwischen 3 und 5 kann man so schreiben. 3 ist kleiner gleich x, kleiner gleich 5. Das x muss sich also zwischen 3 und 5 befinden und die Grenzen sind mit eingeschlossen. Auch hier müssen wir wieder auf einen Ausdruck kommen, wo nur ein einfaches kleiner gleich hier im Argument steht. Das gelingt, indem man diesen Bereich nun in 2 Teile aufteilt. Wir berechnen erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass wir von 0 bis 5 Treffer bekommen. Das kann man als x kleiner gleich 5 schreiben. Jetzt haben wir hier aber zu viele Fälle betrachtet. Wir haben hier die Fälle von 0 bis 5, aber wir dürfen ja nur von 3 bis 5. Das heißt, dann müssen wir wieder welche abziehen. Wir ziehen alles ab, was wir nicht berechnen wollen, nämlich 0, 1 und 2. Das sind die hier. Ja, die ziehen wir davon ab. Dann bleibt nur 3, 4 und 5 übrig. Also haben wir jetzt hier den f-Wert mit k gleich 5. Hier haben wir den f-Wert mit k gleich 2. Ziehen die voneinander ab und bekommen das Ergebnis 22,24%. Okay, das waren alle 5 wichtigen Fälle. Wir merken uns mal diesen Kasten hier. Hier haben wir unsere Formulierung, wie sie in der Textaufgabe vorkommen können. Hier, wie man diesen entsprechenden Begriff höchstens, weniger, mindestens, mehr als und zwischen mathematisch aufschreiben kann. Und hier, wie man diesen Ausdruck umformt, sodass hier immer ein kleiner Gleich entsteht, sodass wir die f-Funktionen des Taschenrechners verwenden können. Okay. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man die kumulierten Wahrscheinlichkeiten mit einer anderen Taschenrechnerfunktion ebenfalls berechnen kann, nämlich mit der Summenfunktion. Das ist einfach nur eine Alternative zu dieser f-Funktion. Es genügt, wenn ihr eines von beiden beherrscht, je nachdem, was ihr im Unterricht durchgenommen habt. Deswegen zeige ich hier 2 Videos zum gleichen Thema. Sucht euch aus, was ihr im Unterricht gelernt habt. Okay.